Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Miles and Marcel. Heute geht es mal nicht um einen Flug, sondern es geht um Fragen, die ihr mir in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gestellt habt. Konkret geht es dabei um Dinge, die ich auf Reisen dabei habe. Ihr wolltet wissen, was ist das für ein Netzteil, was ich dort verwende, was ist das für eine Tasche, und diese Fragen möchte ich in diesem Video für euch beantworten. Deshalb kommen jetzt für euch meine Top 5 Reisegadgets. Viel Spaß! Und bevor wir jetzt mit der Nummer 1 starten, seien 3 Dinge noch kurz vorher erwähnt. Es geht jetzt nicht um die Dinge, die ich verwende, um Videos zu erstellen für YouTube. Falls euch das interessiert, habe ich das mal auf meiner Homepage aufgelistet, was ich dort so verwende. Unter milesandmarcel.com/equipment könnt ihr da eine ausführlichere Liste finden. Es geht jetzt wirklich um die Dinge, die ich auf Reisen immer dabei habe, auch wenn ich zum Beispiel keine Videos mache, die für mich absolut dazugehören. Punkt 2, es geht um Dinge, die für mich wichtig sind. Das heißt, es kann natürlich sein, dass ihr die Hände beim Kopf zusammenschlagt und sagt, Gott, sowas braucht doch kein Mensch. Aber es geht ja konkret um meine Empfehlung und das, was ich auf Reisen verwende. Deshalb nehmt es mir bitte nicht übel, wenn Sachen dabei sind, mit denen ihr vielleicht überhaupt gar nichts anfangen könnt. Punkt 3. Die Links zu den Artikeln habe ich euch in der Videobeschreibung zusammengestellt. Natürlich findet ihr die Links auch auf meiner Homepage. Und es handelt sich dabei um sogenannte Affiliate-Links. Das heißt, wenn ihr den Artikel über diesen Link bestellen solltet, dann bekomme ich dafür eine kleine, sehr kleine, aber immerhin Provision, die mir hilft, diesen Kanal weiter auszubauen. Natürlich könnt ihr den Artikel auch separat suchen und bestellen, dann bekomme ich keine Provision. Das ist auch völlig in Ordnung. Mir ist es nur wichtig, das sehr transparent zu machen, dass da kein falscher Eindruck entsteht, sondern wenn ihr die Artikel über den Link bestellt, dann unterstützt ihr direkt Miles and Marcel. Vielen herzlichen Dank dafür. Und jetzt kommen wir zum ersten Gadget, das auf Reisen auf gar keinen Fall fehlen darf. Mir ist es einmal passiert, dass ich in den USA war und habe den falschen Reiseadapter für die Steckdose eingepackt. Ich hatte den für UK dabei und ja, stand dort ziemlich blöd, denn ich habe auf die Schnelle in New York keinen weiteren Adapter gefunden und musste dann mit einem USB-Kabel am Fernseher mein Handy aufladen, was natürlich doof ist, wenn man vielleicht noch ein iPad aufladen möchte und noch eine Uhr und ähnliches. Deshalb habe ich anschließend mir etwas gekauft, das mein Reisen super vereinfacht hat. Und zwar handelt es sich dabei um diesen Reiseadapter, und das ist eine ganz wunderbare Erfindung. Ihr habt hier ganz normal natürlich den Anschluss für euren Stecker und ihr habt hier auf der Rückseite verschiedene Anschlüsse für die verschiedenen Länder. Das heißt, ihr habt einen Reiseadapter, der aber für die ganze Welt geeignet ist, und der lässt sich einfach hier herausschieben. Hier haben wir zum Beispiel die Anschlüsse für die USA, oder wir können hier rausschieben, haben jetzt die Anschlüsse für, ist das UK? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht, aber verschiedenste Anschlüsse. Hier auch nochmal etwas, ich glaube, das ist mehr im asiatischen Bereich zu finden, und auch hier noch haben wir auch noch einen fantastischen Adapter. Das ist fantastisch, alles in einem Gerät, und das hilft tatsächlich unfassbar gut, denn so braucht ihr nur diesen Adapter einpacken und seid auf Reisen für die, ja, im Grunde ganze Welt gerüstet. Eine ganz klare Kaufempfehlung für den Reiseadapter. Das macht das Reisen wirklich, wirklich leichter. Und damit kommen wir zu Gadget Nummer 2. Bleiben wir beim Thema Aufladen von Geräten auf Reisen. Jetzt habt ihr euch vielleicht den Reiseadapter gekauft und denkt, super, damit kann ich ein Gerät zur Zeit laden. Aber auch da gibt es etwas Unterstützung, denn ich habe mir vor einiger Zeit etwas gekauft, das ja, das Aufladen von Geräten für mich revolutioniert hat. Es handelt sich dabei um dieses Netzteil von Ugreen. Man kann hier mehrere Geräte gleichzeitig laden. Ich zeige euch das gerne mal hier im Detail. Ihr habt hier 3 USB-C-Anschlüsse sowie einen USB-A-Anschluss. Und dieses Netzteil hat eine Kraft von 100 Watt, und damit sind die Geräte innerhalb kürzester Zeit aufgeladen. Ihr könnt also gleichzeitig wirklich bis zu 3 USB-C und einen USB-Anschluss hier ein Kabel anschließen. Das Ganze bedeutet natürlich, klar, wenn ihr 4 Geräte gleichzeitig habt, reduziert sich natürlich die jeweilige Ladestärke, aber wenn ihr nur 1 oder 2 Geräte angeschlossen habt, ist es wirklich unfassbar schnell geladen. Selbst aber mit 4 Geräten
geht das Ganze innerhalb kürzester Zeit. Und so habt ihr also wirklich die ideale Kombination aus dem Reiseadapter und dann dem Ugreen Netzteil und könnt jetzt alle Geräte, sowohl eventuell euer MacBook oder Laptop anderer Art, euer iPad oder Tablet anderer Marken und so weiter und so fort, hier aufladen und es funktioniert wirklich fantastisch. Gadget Nummer 3. Bleiben wir bei der Firma Ugreen. Ich habe mir vor einiger Zeit diese Tasche gekauft, eine Organizer-Tasche, und die hat auch wirklich dafür gesorgt, dass in dem ganzen Reisechaos etwas Ordnung reinkommt, gerade was das betrifft mit Ladekabeln, mit Netzteilen, mit Adaptersteckern und so weiter und so fort. Denn diese Tasche hat zwei große Fächer und ich zeige euch das gerne mal hier im Detail. Ihr habt hier einmal eine Möglichkeit, verschiedenste Ladekabel, ähnliches ordentlich zu lagern. Auf Reisen, falls ihr jetzt auch filmt oder Fotos macht, habt ihr die Möglichkeit, hier eure Speicherkarten auch natürlich zu verstauen. Ich habe hier noch in der Extratasche eine Powerbank drin. Die kann man auf Reisen natürlich auch immer mal gebrauchen. Und das passt alles hier bequem in die Tasche und ist dann wirklich A, geschützt und B, auch vor allem ordentlich. Es macht mich immer wahnsinnig, wenn so Kabel einfach irgendwo umherfliegen. Und in der anderen Seite habe ich noch genügend Platz für sogar Festplatten. Hier ist dann noch eine externe Festplatte, die ich auf Reisen dabei habe, um Daten zu sichern. Und natürlich auch noch, ja, auch wichtig, Aufkleber von Miles & Marcel. Und ja, das passt alles wunderbar in diese Tasche, die ich euch auch wirklich sehr empfehlen kann, um etwas ja, Ordnung in das Chaos zu bekommen. Und die passt super auch sogar in den Rucksack. Die passt natürlich in jeden Handgepäckskoffer. Also auch hier eine klare Empfehlung, mein Reisegadget Nummer 3. Und damit sind wir schon am vorletzten Punkt angekommen, Reisegadget Nummer 4. Und wir bleiben ein bisschen beim Organisatorischen oder beim Aufräumen, denn es geht dabei um Folgendes. Ihr kennt das ja auch vom Handgepäck. Man braucht ja seit vielen Jahren diese wunderschönen kleinen durchsichtigen Beutel, wenn man Flüssigkeiten oder ähnliches mit ins Gepäck nimmt. Und ja, da hatte ich immer in den letzten Jahren echt Probleme, weil man kann zwar am Flughafen sich solche kleinen Beutelchen besorgen. Theoretisch gehen auch solche kleinen Zip-Beutel zum Beispiel von ja, anderen Toppets und anderen Marken, die man dann nehmen kann. Hauptsache es ist verschließbar, aber nie habe ich etwas gefunden, das wirklich richtig stabil ist, sondern mit der Zeit waren die irgendwann immer irgendwie löchrig. Das war nicht das Richtige. Und dann habe ich Folgendes gefunden. Es gibt nämlich von der Marke Nextrip diese wunderbaren ja, kleinen Kulturbeutel für das Flugzeug. Diese sind genau 1 Liter, also genau in der Größe, die man mitnehmen darf. Die haben einen verstärkten Reißverschluss, dass das Ganze also auch auf Reisen stabil bleibt, auch wenn man, den nutze ich jetzt übrigens seit, ich glaube, 3 Jahren und der sieht immer noch relativ neu aus und es passt dann wirklich eine ganze Menge rein, die erlaubte Menge, komplett durchsichtig, sodass man das Ganze wirklich dann bei der Kontrolle einfach in die Wanne legt und die Sicherheitsleute können sich das dann in Ruhe anschauen und das revolutioniert für mich tatsächlich die wunderbare Kontrolle an der Sicherheitskontrolle, denn jetzt macht das Ganze doch ein bisschen mehr Spaß, wenn ich diese kleinen Plastikbeutelchen habe, die dann nach kurzer Zeit kaputt gehen, sondern weiß, man kauft sich die einmal und hat jahrelang was davon. Also auch eine ganz klare Kaufempfehlung hier für die Beutelchen von Nextrip. Und damit kommen wir schon zu Gadget Nummer 5. Und jetzt lacht bitte nicht. Ich bin Anfang, Mitte, Ende 30 und da gibt es natürlich Dinge, die einem das Leben vereinfachen. Und eine Sache, die für mich schon seit Jahren auf gar keinen Fall fehlen darf, wenn ich auf Reisen bin, ist ein Schuhanzieher. Ja, ich sage es ganz ehrlich, für mich ist das eine unglaubliche Erleichterung. Ich hasse es so sehr, wenn in Hotelzimmern zum Beispiel kein Schuhanzieher bereitsteht und finde das einfach, deswegen habe ich mir irgendwann Schuhanzieher dann mitgenommen und dann habe ich mir irgendwann auch diesen gekauft aus Metall, den habe ich immer mit dabei. Es gab noch nie Probleme damit irgendwo an einer Sicherheitskontrolle und das hat für mich tatsächlich den Alltag etwas aufgehübscht, denn ich finde es wahnsinnig nervig, sich die Schuhe immer wieder neu zu binden und so kann man doch etwas leichter in die Schuhe reinschlüpfen und vielleicht ist das ja für den einen oder anderen von euch auch interessant, der ebenfalls wie ich dann in die Jahre gekommen ist und sich das Leben etwas vereinfachen will. Mein Reisegadget Nummer 5.
ein Schuhanzieher. Es kann so einfach sein. Und das waren schon meine Top 5 Reisegadgets und ich hoffe, dass für den einen oder anderen auch etwas dabei war. Ich möchte gleich am Ende noch ganz kurz erwähnen, dass ich für dieses Video in keinster Weise gesponsert wurde, dass ich kein Geld oder irgendwelche anderen Sachen erhalten habe oder Produkte erhalten habe, um die hier vorzustellen, sondern es ist wirklich meine ehrliche Meinung. Das sind wirklich die Dinge, die ich seit Jahren zum Teil schon auf Reisen verwende und wollte hiermit das gerne nur für euch beantworten. Wenn ihr weitere Fragen zu dem Thema habt, schreibt es gerne in die Kommentare, schreibt mir gerne auf Instagram eine DM, wie auch immer. Ihr könnt mich gerne kontaktieren und ich versuche euch dann wirklich gerne weiterzuhelfen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß weiterhin auf dem Kanal. Danke, dass ihr den Kanal abonniert. Danke, dass ihr die Videos so fleißig schaut. Das freut mich wirklich sehr. Über jedes Daumen nach oben beim Video freue ich mich und freue mich auch auf die nächsten Flüge. Da möchte ich noch nicht zu viel spoilern, aber da kommen ganz tolle Flüge die nächsten Wochen auf mich zu. Und für euch wird sich das dann in den nächsten Wochen und Monaten dann hier auf dem Kanal dann widerspiegeln. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Danke fürs Zuschauen. Alles Gute, euer Marcel.